Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video und viele haben sich's gewünscht. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich habe es auch vorgezogen zu den letzten Sets von Hot Pursuit, vom Hot Pursuit Gearbox Event. Ja, ich weiß, dass sich da jetzt vielleicht sogar einige aufregen. Tut mir leid da an der Stelle. Aber da bin ich auch ganz ehrlich, ihr wisst, ich nehme eigentlich die Reactions so auf, wie ich halt in der Laune bin. Klar, dass sich die Gearbox-Jungs unter sich jetzt, sie unterscheiden sich, aber es ist halt nicht dieser krasse Unterschied, als würde ich jetzt auf einen ganz anderen Artist nochmal wechseln, sag ich mal. Aber jetzt habe ich irgendwie gerade Bock auf Strikers, gerade weil ich so viele Songs wieder gerade von denen gehört habe. Seht mir das ein bisschen nach. Da müsst ihr aber auch, sag ich mal, ihr in den sauren Apfel beißen. Auch wenn ihr da schon sehr lange drauf wartet. Ich weiß ja, dass einige Kommentare schreiben, ey, ich habe das schon lange vorgeschlagen, warum kommt's nicht? Das liegt halt wirklich immer daran, dass ich immer nach Wohlbefinden, ne, wie es mir gerade geht und ob ich da wirklich gerade Bock drauf habe, aufnehme. Und so kommen halt auch die Reactions. Klar, wenn ihr die Reactions reinballert, ne, die Vorschläge reinballert, kann es sein, dass es dann genau in dem Tag so ist, ja, okay, gut, ich nehme es auf und dann kommt es in den nächsten paar Tagen. Oder halt so wie jetzt beim Hot Pursuit Event. Haben wir ja noch Sojuice offen, genauso wie X-Pros. Ja, das müssen die beiden letzten sein. Wird natürlich kommen. Kann auch sein, dass ich jetzt nach diesem Video, was ich jetzt gerade mache, das nächste aufnehme und dass es dann nächste Woche kommt. Kann sein, nagelt mich da nicht fest, bin ich ganz ehrlich. Wir schauen einfach mal. Wie gesagt, wenn der Vibe passt, kommen die Tracks, die Reactions, weil ich habe keinen Bock, mich da hinzusetzen und dann zu sitzen und, oh ja, ist geil, aber du siehst in meinem Gesicht, dass ich das gerade gar nicht fühle. Auf solche Reactions habe ich keinen Bock. Klar gibt es so ein paar Reactions, halt, weil ich, ne, manchmal hat man so Tage, wo ich einfach noch Reactions machen muss, aber eigentlich habe ich gar keine Lust, Reactions zu machen. Aber ich will halt so diese Serie von jedem Tag Reactions beibehalten. So, deswegen ist das nochmal ein bisschen was anderes, wenn es nur Tracks sind. Nämlich, wenn es dann Tracks sind, 3 Minuten, die ich hochziehe auf 10, 12 Minuten Reactions, okay. Aber diese halben Stunden-Dinger, die ich dann hochziehe auf 45 bis Stunde, deswegen, ja, lassen wir es einfach mal jetzt erstmal hier so stehen. Ihr wisst Bescheid für die Zukunft. Wenn irgendwelche Reactions nicht kommen, später kommen, whatsoever. Nicht so viel aufregen. Ich gebe mein Bestes. Aber ich bin auch nur ein Mensch. Aber jetzt sind wir hier bei The Strikers. Back to dem Video hier. Zu dem Video hier. Presented 777 Live. Ich hoffe, ich habe es nicht einmal zu oft gesagt. Rebirth Festival United Through Madness. Bin ich sehr gespannt. Rebirth Festival hatten wir ja jetzt schon mit Aversion. Hatte mich ja schon gut abgeholt, da die Stage. Ich meine, wenn ich es richtig sehe, ist es genau die gleiche Stage. Ja. Aber wir gehen rein. Bin gespannt, was für Tracks hier laufen. Und let's go. Ladies and gentlemen, welcome to the 777 Show. A new world of trance where the music defines your fate. Are you ready to spin the wheel and play the ultimate game? Erstmal Werbung für Glücksspiel machen. Juhu! Please welcome the Strikers. Take a risk, roll the dice, place your best, get money twice. Play the game, to get it fast. Fast cash is everything we know. Strikers! Bro, ist es eigentlich irgendwie beim Rebirth Festival irgendwie. Ist das irgendwie eine Regel, dass du da ein geiles Outfit tragen musst? Aversion letzte Mal, Strikers jetzt schon wieder. Ist das irgendwie so ein Dresscode? The games of the casino. Boah, ey.
listening to 777 Live. Perfekt. Ich habe gelernt aus dem letzten Video, dass es öfter kommen wird, aber ich werde da trotzdem immer irgendwas zu sagen. Da könnt ihr euch schon mal drauf einstellen, einfach um es ein bisschen zu überspielen, so für mich auch. The kings of the casino. We got the money. Man muss sagen, ne, die Bühne passt schon sehr gut zu dem Casino, also zu diesem Set halt, ne, jetzt schon. Jetzt schon. Boah, ist das geil, ey. It's everything we know. Fast cash. We got the money. Strikers, robs, the kings of the casino. Take a risk, roll the dice, place your bet, get money twice, spin the wheel, collect the cash, play the game, get it fast, fast cash. It's everything we know. We got the money, the kings of the casino. The kings of the casino. Fast cash, This is 777 Live. the casino. Junge, also man muss wirklich sagen, ne, die Strikers sind für mich immer so diese lustigen von Gearbox, ne, einfach so ihr Auftreten und manche Songs von denen, gerade wenn man dann die Videos dazu sieht. Aber ihre Tracks machen so Bock, ne, das macht so Bock anzuschauen, Hilfe. Herr im Himmel. Geile Drums eingebaut, hä? Brothers and sisters, we are here to introduce a new phenomenon. Spanish fucking warriors. The strikers are here. Boah, galoppier mir einen weg, ey. You are listening to 777 Live. Geil, ey. Ich muss halt ehrlich sagen, was mir jetzt an den ersten Songs schon so gefallen hat, ist halt wirklich die Kicks an sich sowieso, aber diese tiefen Kicks nochmal im Hintergrund, die jetzt gerade zum Ende so immer richtig rausschallern. Geil. Bro, das ist aber auch so eine wilde Sache, ne? Du läufst auf dem Festival rum und nimmst einfach so eine fucking Kamera mit. Weiß ich nicht, das ist irgendwie so ein bisschen komisch. Dass das auch so mittendrin ist oder vorne oder so, weiß ich nicht. Das zerstört so ein bisschen das Bild, muss man sagen, ne? So ein bisschen, aber auch nur. Boah. You got it right. Ich muss immer noch sagen, ne, diese Optik vom Rebirth Festival hier von der Stage, ne? Alter. You know what fucking time it is. Alter. Guckt euch das an, Hilfe! You know what fucking time it is, right? Vamos. Vamos. Everybody. Bring it back.
das geil, ey. This is 777 Live. Bro, wenn die das jetzt, also wenn Strikers jetzt die ganze Zeit diese Kicks, diesen Rhythmus einhält, ne? Bin ich neu verliebt. Dann bin ich Real Talk neu verliebt in diese, und das sind meine Lieblings-Gearbox-Member. Sag ich so, wie es ist. Tut mir leid, dass ich es so sagen muss, aber dieser Rhythmus, diese Kickrolls und so, boah, die kriegen mich ja so damit, ne? Das ist ja total mein Shit. Gerade wenn du dann siehst, wie die auch wirklich dazu dann tanzen und so. Hammer. Oh. Junge, was eine Party, ey. Voll der Party-Song, voll geil. Junge, sieht das mächtig aus, ey. Das ist halt zu ikonisch. Das ist halt zu ikonisch, dieser fucking Schrei. Das ist halt. Da kommt direkt ein ganz anderer Song für mich in den Kopf. Und jeder weiß, welchen ich meine von Skrillex. Hilfe. Auch wenn es mega geil ist. You are listening to 777 Live. Jetzt, wisst ihr, wo mich daran das immer erinnert? Ich habe damals, bei Version habe ich gesagt, an dieses Radio, ne, als würdest du Radio hören. Aber es war früher ja schon so, dass die das so eingebaut haben, dass sie ihre Mixes und Tracks und so auf irgendwelchen YouTube-Kanälen oder so hochladen konnten. Ich meine, hier ist es ja auch so, ne? Es ist ja einfach, dass es halt wegen Copyright und so geschützt ist. Aber jetzt fällt mir das auch wieder ein. Früher war das auch so. Da gab es diese Stundendinger, die du dir angehört hast und da hast du auch ganze Zeit irgendwie so eine Kackdinger dazwischen gehört. Gerade auch bei diesen ganzen DJ-Sachen. Obwohl die da irgendwas geändert haben. Aber du wusstest genau, okay, gut. Die haben das Video einmal hochgeladen, haben dann gesehen, okay, da muss ich das einfügen, haben das eingefügt und dann kam das dann so raus. Das ist so dumm eigentlich gemacht eigentlich, ne? Oder so einfach eigentlich gemacht, sagen wir so, nicht dumm. Alter. In die Kombination so geil, ne? Diese Melodie plus diese Kicks, die rausballern. Natürlich, das eine war jetzt gerade ein bisschen too much for me, für mich, aber Junge. Sonst? Geil, ey. Die beiden, die machen mich so fertig, ne? Aber das Geile ist auch, dass sie
sonst hast du immer so dieses Gegenteilige, ne? Der eine, der so ein bisschen mehr an den Tables ist, der andere, der ein bisschen mehr ausrastet. Aber die beiden, die drehen ja beide komplett durch. Das ist ja mega. Collaboration alert. Spin the wheel with 777 Live. Boah, ist das cool gemacht, Mann. Was eine geile Idee. Rebirth Festival. Please welcome Ruler. Krass. Hey, yo, what's good, Reaper? Make some noise! Here we go! You are listening to 777 Live. Live. Let's go! Boah. Strikers! Das ist was geil, ey. Hey, yo, make some fucking noise for the Strikers! Ich muss ehrlich sagen, sonst hasse ich eigentlich, dass das so ein bisschen hallig klingt, ne? Aber das ist ja also, ich finde dadurch, jetzt auf jeden Fall hier bei diesem Set, bei diesem Video, kommt es halt viel, viel geiler rüber, halt, weil du halt wirklich diesen Real-Klang hast, so mäßig. Diese Realness mehr. Come on, put him up! Everybody hands up! This is 777 Live. Was ist ein Track, Mann? Bis jetzt habe ich aber auch so mehr das Gefühl, ne, bei The Strikers hast du mehr so dieses Dance-Feeling nochmal ein bisschen mehr. Alleine durch diese Melodie. Let's get this party started. Es ist aber auch gefühlt so, jedes Mal, wenn ich Strikers sehe, irgendwie, sonst habe ich das ist ja mein erstes Set, alleiniges Set von Strikers, meine ich, wenn ich es jetzt richtig habe, was ich sehe, und sonst sehe ich das eigentlich immer auf den ganzen Social-Media-Kanälen. Bro, wie die es hinbekommen, dass die ganze Crowd da hängt und am Mitmachen ist so crazy. Und ich finde, das zeigt einfach daran, oder für mich persönlich liegt es daran einfach, weil du halt diese ruhigeren Kicks hast. So ruhig sind sie jetzt natürlich nicht, aber du hast diesen geileren Rhythmus, so, und ich glaube, durch diese Melodie kommt das halt so ein bisschen mehr, oder so, ne, du bist sowieso in dieser Tanzlaune, also bewegst du dich auch viel mehr mit. Das ist aber so geil, wie die das immer wieder hinkriegen, ne?
Gehen wir doch nochmal zurück. Geil, ey. Das ist eine verrückte Kacke, geil, ey. Ja, okay. Das wird mein Lieblingswort heute, da müsst ihr euch schon drauf einstellen. Es ist zwar in den 20 Minuten jetzt schon aufgefallen, aber dieses geil, ey, das könnte die Überschrift werden. Eigentlich müsste ich das ganze Video so nennen. Geil, ey. Geil. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen stört an dieser kranken Location da, ist, dass diese Kicks halt nicht mit diesen Lasern rauskommen, sag ich mal, ne? Sonst hast du ja, wenn die Kicks geballert kommen, dass dann Laser überall rausschießen und die halt das Feeling nochmal geiler machen. Wobei man natürlich sagen muss, dass diese Strahler auch sehr, sehr geil dafür sind. Aber da du es ja die ganze Zeit hast, aber das ist ja wirklich, also das wäre, du hast eine geile Torte vor dir, dann hast du da schon dickfett Sahne drauf, dann hast du da nochmal extra Sahne-Dinger drauf, dann ein Kirschchen und auf diesen Kirschchen so ein kleines bisschen, einfach, dass es nochmal schöner aussieht, wie nennt man das? So eine Art Streusel. Das wäre das. Weil du hast schon alles ist so mega geil. Außer dieses eine kleine Ding, das wäre halt nochmal so, boah, das wäre nochmal geiler, aber das ist, ey, das passt perfekt zusammen, das ist crazy. Boah. Hey kids, I know you are not ready to understand this music, but at some point you will love it. Today, you will learn about a song that will make you bounce, bounce. Let's get loud, make it bounce. Bounce, bounce. Let's get loud. Hey kids, I know you are not ready to understand this music, but at some point you will love it. Da bin ich ganz dabei. Aus irgendeinem Grund liebst du den Scheiß. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Da bin ich doch ganz bei. Close your eyes, listen to this melody. Da werde ich selber zum Kind. Power in every note. Bounce, 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 bounce. You may find this sound loud and aggressive to your ears. Was habe ich gesagt zu dem Thema Lasern? Hilfe. Holy shit. Let's get loud, make it bounce. Make it bounce. You are listening to 777 Live.
Ich weiß, und das ist so das Geile. Let's get loud, make it bounce. Boah. Authorities report that a group of Oh suspects was found. shit, mittendrin, perfekter Zeitpunkt, sage ich ganz ehrlich. Boah, aber geil, also wie geil sah das bitte aus, gerade mit diesen fucking roten Lichtern? Lasern? Hilfe. Boah. Also, ne, also wenn die jetzt nicht total reinscheißen, dann war's das. Und, ja. Dann muss ich mir wohl auch so ein T-Shirt oder diese Jacken oder diese T-Shirts holen, wenn es irgendwo gibt. Weil, Bro, Strikers holen mich ja totalst ab. Totalst. Dancing in the streets all night, citing their love for kick rolling, an energetic dance that syncs our movements. Jetzt will ich was sehen von der Crowd, ey. Egal, ob die kaputt sind oder nicht, zu dem Song musst The du. dancers boldly declared, kick roll is not a crime. It's not a crime. I'm just here with my friends dancing in peace, and then police came. I just want to kick roll. Da. Kick roll. I just want to kick roll. Kick roll. Da muss ich, da muss ich ehrlich sagen, ja, was ich sonst immer gesagt habe, so von wegen, dass die Crowd halt wirklich einigermaßen tot ist, bei solchen Kicks und Hardstyle, ne, weil die ja gefühlt immer nur darauf warten, dass diese krassen Kicks kommen und gefühlt nur auf diesen einen kleinen Part warten. Aber bei Strikers, du siehst die ganze Zeit, die abgehen, aber bei dem Track sind die ja alle da. Boah, das muss ich nochmal sehen, ist das cool. Boah, auch mit den Lasern, mit den weißen Lasern dazwischen drin. Kick roll. Kick roll. Kick roll is not a crime. Not a crime. Strikers, ihr habt's geschafft, Mann. Authorities report that a group of suspects was found dancing in the streets all night after clubs closed. Kick roll is not a crime. I just want to kick roll. Kick roll. Das ist geil, ey. Kick roll is not a crime. Ey, das ist das Schlimme, ich will selber noch nicht mal irgendwie dazu abgehen, ne? Sonst habe ich ja immer, okay, ich bin am Mitnicken, weil ich halt, ne, ich habe hier halt auch zu wenig Fläche, um hier irgendwas zu machen. Vielleicht bin ich da auch noch ein bisschen zu schüchtern für, vielleicht das auch. Aber hier jetzt gerade, ich will gar nichts machen, ich will es einfach nur genießen. Ich will es einfach nur genießen, wie geil es ist. Oder ich will einfach nur genießen, zu sehen, wie die Leute das abfeiern und dazu abgehen. Hammer. I just want to kick roll. Oh ja, Mann. Kick roll. Boah. This is a collaboration alert. Spin the wheel Ey, with das ist so cool gemacht, dieser ganze Aufbau von den ganzen Set, Mann. 777 Live.
Den haben wir diesmal. Rebirth Festival. Please welcome Revelation. You lied to me. I trusted you. And now you're gonna pay for it. Face your punishment. You are listening to 777 Live. Ich weiß. Holy shit, was ein geiler Track. Junge, ich kann auch nichts anderes heute sagen. Ich kann nichts anderes sagen als boah geil, boah geiler Track. Und ist das eine Party? Ey, das ist so ein geiles Set. Hilfe! Hilfe, Hilfe, helfen Sie mir, bitte, bitte. You lied to me. I trusted you. And now you're gonna pay for it. Face your punishment. This is 777 Live. Face your punishment. Holt mich das ab. Hilfe. Boah. Ich bewege mich noch nicht mal und ich bin außer Atem gefühlt, ne? Ich bin einfach außer Atem. Das ist ja. Ey. Wow. Wow. Ey, aber da muss man wirklich sagen, es ist die Tracks, Strikers an sich, wenn du siehst, wie die abgehen da vorne. Die Crowd, die total da ist, was nochmal mehr Spaß macht, dann nochmal anzuschauen, weil ich halt so ein weil ich so, ne, diese Crowd-Reaction halt liebe. Klar, weiß ich auch, habe ich ja auch gelernt durch euch, danke dafür nochmal, ne, dass ich halt da auch ein bisschen runterfahren muss und sagen muss, ey, gut, ne, die sind halt kaputt, deswegen bewegen die sich jetzt gerade nicht so viel. Aber es wird immer mal aus mir herauskommen, einfach, weil ich halt vielleicht so ein bisschen enttäuscht bin einfach, ne? Ja, die Crowd und ey, dieses Bild, guckt euch das an. Das ist für mich gefühlt ist es maßgeschneidert. Du hast die ganze Zeit dieses rot-gelbe Licht, was so perfekt zu diesem ganzen Bühnenbild passt. Diese Party, die da abgeht, das passt wie Arsch auf einmal. Das ist crazy. Crazy. Radio, where we bring you the finest tunes you will ever hear. Wow, ey. Welcome to Strike Damage Radio. Witness the madness and come to the show. You bring it to the front with the Strike Damage Radio. Strike is total damage.
bringing you those funky beats. Funky beats. Strikers doing damage. Strike damage radio, taking control. Damage. Taking control. Was ich aber auch krass finde, wenn du in eine Crowd reinguckst und wirklich mal nur auf die Crowd ganze Zeit achtest, ne? Du siehst immer irgendwo Leute, die ganze Zeit so am Mitspringen sind, ne? Die ganze Zeit im Vibe sind. So, die gar nicht aufhören können. Und das ist, ich finde, das ist halt so das Geile an Strikecast. So, diese melodischen Sachen und Kicks sind einfach so darauf ausgerichtet, dass du kannst gar nicht aufhören. Würden die 24 Stunden durchspielen, würden die wahrscheinlich erstmal umkippen, aber die ganze Crowd würde auch irgendwie liegen und ich kann nicht mehr, aber ich muss noch. Ey. Seht ihr hier unten? Ach du Scheiße. Ey, ich liebe es, wenn der Motherfucker rauskommt, ne? Das war ja mein erster, den ich kennengelernt habe. Von Gearbox. Auch wenn der ja erst später dazugekommen ist, mäßig. Aber alleine seine Power da immer zu sehen, ne? So viel Spaß, wie der hat. Und dann mit Strikers? Ich liebe die, ey. Boah, ist Sigmode ein Biest, Alter. Junge, was ist denn das, ey? Hilfe! Junge, ist das ein Biest? Okay, dann pass auf. Also sag ich ganz ehrlich, hörst du Sigmode und siehst den Mann, dann hat Sigmode auf einmal noch eine ganz andere Stärke. Hilfe! Aber geil, wie er trotzdem so dieses, ne? Jetzt bin ich ganz ehrlich, da ist es wieder ein Ding, woran man sieht, dass man nie aufs Äußerliche gucken sollte. So, oder nach dem äußeren urteilen sollte. Guckt euch Sigmode mal an. Wenn ihr Sigmode seht, ey, der würde euch entgegenkommen, ihr würdet denken, er würde euch gleich auf die Fresse hauen. Einfach so. Der würde einfach, putz, dann liegt ihr da. Aber, dann siehst du den hier, wie der hier einfach Party macht, da Hand in Hand mit Strikers da am Tanzen ist, mit Adjusted tanzen ist. Das willst du doch nie im Leben denken. Deswegen, das ist so geil. Ich liebe das, wenn du halt so solche Menschen hast, denen du das nicht ansiehst, wie die drauf sind. Du guckst sie an und denkst dir so, da will ich mal lieber vom Fern. Und dann, gerade auf dem Festival hast du das ja, finde ich, verdammt oft. Da kommst du da hin und denkst dir so, nee, da gehe ich mal lieber aus dem Weg. 10 Minuten später ist das wahrscheinlich der Typ, der da dich anrempelt und du denkst dir, Du guckst rüber und der will einfach mit dir tanzen. Einfach durchdrehen, tanzen, Spaß haben. Ich liebe sowas. Ich liebe sowas.
you gotta do it. That last bit of energy inside of you for this last day of Rebirth Festival. Let it out of your body right now. Come on! Players. Du kannst mir doch nicht sagen, die sind doch verrückt, die sind doch nicht mehr ganz gerade, aber ich liebe das. Guckt euch fucking Just an. Guckt euch an. Diese Blicke dazu, ne, das kannst du nicht erfinden. Das ist einfach pur Craziness, aber auch Geilness. Ist das geil. Welcome to the Jackpot Live experience. Fingers to adjust in sync mode. And may the odds be with you. You fucking lost all my money. Okay. You better hit the fucking jackpot. Let's go gambling. You better hit the fucking jackpot. Fucking jackpot. Boah, ich muss ehrlich sagen, diese Jacke sieht so crazy gut aus, ne? Mann, ey, es ist jetzt gefühlt so oft so, wenn ich irgendwelche Sets sehe, ich gucke mir die Sachen genau an, weil ich bin einfach so ein bisschen Mode. Ich meine, man sieht es mir jetzt nicht an, ne? Aber ich liebe es einfach so wenn Menschen schöne Sachen tragen. Und die Jacke sieht halt crazy gut aus. Sieht halt aus, als wäre das so ein bisschen so wie eine Trainingsjacke. Gerade von hinten. Aber durch dieses Strikers-Ding und vorne diese Elemente sieht die auf einmal so edel und geil aus. Hammer. Hammer. Boah, sieht das schön aus, Mann. Das ist auch wieder so ein Porno für die Augen, ne? Also danach gehst du erstmal raus, danach musst du erstmal Augen zuhalten, weil klar, die Welt ist auch schön, aber du musst das erstmal verarbeiten. Wow. This is 777 Live. You are listening to 7. Boah, das muss ich nochmal sehen, weil ich feiere sowas ja, ne? Guckt euch das an. Wir haben einen, der total ausrastet, der sich auch nicht, ne, klar, okay, der ist in seiner Gruppe, aber der lässt sich auch nicht aufhalten. Und das finde ich halt immer mega geil, wenn du so einen Typen dabei hast. Oder eine Frau. Ne? Oder halt neben dir hast, weil das ist immer so ein Garant dafür, dass es das eine richtig geile
Experience wird. Und, wenn du es selber bist, lass dich nicht aufhalten. Mach es einfach. Ich will es zu meinem Teil nicht machen, weil ich genau, mein Kopf, der will mich auseinandernehmen. Aber sobald ihr ein bisschen dieses habt, so von wegen, ey, ich kann das auch, macht es. Weil, erstens, für euch wird es eine extrem geile Experience und für eure Gruppe und die darum sowieso auch, weil die halt so sehen, ey, geil, der dreht auch durch. Oder sie dreht auch durch. Ey, ich bin dabei. Wie man hier ja auch sieht an dieser Gruppe. Das ist so Hammer. Guckt euch das an. Er dreht schon die ganze Zeit durch. Klar, mit den Kicks, ne, kommen sie alle so ein bisschen mehr mit. Aber sie auch, ne, sie dreht sich um, okay, er ist am Durchdrehen, ich mach mit. Er sowieso. Er auch sowieso. Das ist geil. Und dann wird's immer mehr, das ist Hammer. You are listening to 777 Live. Besser ist das wohl. Phenomenon, ladies and gentlemen, you already know. Vamos! Vamos! Don't try to hide yourself. A new kind of energy is coming your way. Restart the game! Restart the plus! Restart. Junge, was sind das für Tracks, ey? This is 777 Live. Sorry, wrong bass drum. This is a collaboration alert. Spin the wheel with 777 Live. Rebirth Festival. Please welcome Deadly Guns. It's the year 2025. Deadly Guns and the Strikers plan the biggest heist the world has ever seen. All right, listen up. This ain't your average smash and grab. We're Shit's about to get intense right now. One shot at this. No screw-ups. No one can stop our mission. Today is our glorious day. Get ready to break some fucking shit. We take the house and burn it down. You are listening to 777 Live. Take the fucking money now. The Strikers, get the fuck out. This is 777 Live. Crazy, wie oft die das jetzt da einfügen müssen, dieses 7-7 Live. Hilfe. Take the fucking money now. I said it. Time to break some shit. No one can
stop our mission. Today is our glorious day. We take the house and burn it down. Deadly guns, shoot them Deadly motherfucking guns. Oh my God. Brothers and sisters, ladies and gentlemen, feel this. Without new lights, you and I, we can never see the future. As these Spanish two fucking motherfuckers right over here is representing that thing that we call the future sound in hardstyle music. We see those flags. Vamos, vamos, everybody, throw your hands up and give it up for the one and Vamos! only fucking Strikers! Vamos. Ja, crazy Set. So, das Ende, ne, müssen wir nicht drüber reden. Das sage ich gefühlt bei jedem Gearbox-Ende vom Set so, dass da natürlich dieser ein bisschen schnellere Abtempo-Teil kommt, der mich nicht abholt. Wo ich aber auch sagen muss, eigentlich holt mich dann eigentlich die Lichtershow ab, was auch der Fall war, bloß jetzt zum ganz Ende hin haben mir so ein bisschen die roten Laser gefehlt, ne? So, es war halt so ein bisschen eintönig, sag ich mal, dafür, dass es Abtempo war. Deswegen, ja, so ein kleiner Wehmutstropfen, sag ich mal. Aber sonst, muss ich ganz ehrlich sagen, haben die Jungs mich total abgeholt, ne? Ihr Sound, mega geil, ihr Auftreten, mega geil, ihre Outfits, mega geil. Wenn die da rausgeholt haben, mega geil. Die ganze Show an sich, mega geil. Also, Hammer. Hammer. 10 von 10. Und da sage ich jetzt auch ganz ehrlich, da kann ich auch nichts anderes sagen. The Strikers sind meine Lieblingsmember vom Gearbox. Ja. Das ist geil. Also ganz ehrlich, ne? Die treffen halt genau den Shit, den ich mag, ne? So, klar, ne, diesen Oldschool-Hardstyle liebe ich und, aber es ist ja genauso wie, ich liebe so viel Musik, Richtung, Genres, Bereiche, whatsoever. Und Strikers, ja, ich liebe die Jungs. Ich habe dir jetzt nach dieser Zeit schon ins Herz geschlossen, einfach weil du so eine geile Party hast, die da abreißen, durch ihre Tracks, aber auch, wie sie auftreten. Dann ihre Kicks dazu, die diesen geilen Rhythmus haben, dass du die ganze Zeit gefühlt tanzen willst, was auch nochmal die Party-Stimmung erhebt. Deswegen, mega geil. Hat mich mies abgeholt. Geiles Drumherum, natürlich, vom Rebirth müssen wir nicht drüber reden, was die da in dieser Area gebaut haben, ist crazy. Habe ich bei Aversion schon gesagt, sage ich jetzt hier bei Strikers wieder, ist mit einer der schönsten Sachen, die ich gesehen habe. Wo man wirklich sagen muss, dass Strikers mit ihrer Set-Idee, also mit diesem 777 Casino-Ding, passt perfekt da rein, ne? Deswegen, Wahnsinn, mega geil. Hab mich total abgeholt. Ja, ey, ich bin gespannt, was da noch so kommt. Wie die Jungs mich noch abholen werden. Genauso bin ich gespannt, wie viele von euch das bis hierhin geschaut haben. Und ihr wisst ja, jetzt kommt wieder der Hashtag. Und wir machen es ganz einfach mehr. Wir machen einfach Hashtag 777. Ja, auf ganz locker, auf ganz einfach. Weil es passt ja perfekt dazu. Dann sage ich vielen Dank, falls ihr es bis hierhin geschaut habt. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Reaction wieder. Keine Ahnung, was es sein wird. Vielleicht wird es dann endlich die Sojus oder X-Bros von Pursuit oder was auch anderes Reaction. Aber bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.